Hallo, herzlich willkommen beim Ludis Tarot. Ich heiße Nina und freue mich, dass du meinen Kanal gefunden hast. Schaue bei dieser Kartenlegung, die ich jetzt mache, ob die Botschaften zu dir sprechen oder nicht. Und wenn sie es nicht tun, dann lass die Botschaft weiter wandern. Dann ist sie für jemand anderes gedacht. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und fang mal an. Was möchte sich zeigen? Hier hat sich eine Karte umgedreht. Die Gerechtigkeit. Etwas könnte in Ausgleich kommen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Ungleichgewicht in dem, was du erlebt hast in einer Situation. Was könnte das für eine Situation sein? Die 3 der Kelche umgedreht. Ich bekomme hier eine Szene in den Kopf wie Ausschluss oder eine Konstellation von Menschen und ein Mensch. Vielleicht bist das du. Oder vielleicht ist auch jemand anderes ausgeschlossen und du hast dich gewissermaßen auf die Seite gestellt eines Menschen, der irgendwo ausgeschlossen wurde. Also irgendwas in diese Richtung. Irgendetwas, wo auf jeden Fall mindestens ein Mensch sich von einer Gruppe abgelöst hat. Vielleicht auch von einer größer gedachten Gruppe. Die Herrscherin. Okay, also wir haben mit der Herrscherin-Energie mit der Herrscherin-Figur eine Stimmung oder eine Rolle in einem Geschehen, bei der es auch um die mütterliche Qualität geht. Vielleicht hast du in dir durch deinen Austritt aus etwas, durch deine Ablösung von einer Konstellation, es könnte auch eine Zweierkonstellation sein, jedenfalls hast du etwas gefunden außerhalb dessen. Und es ist wie okay, du bist jetzt in der Lage zu verkörpern, was die Herrscherin heißen kann. In dem Sinne, dass die Herrscherin keine Machtpose braucht oder irgendwie sich die ganze Zeit selbst einreden oder suggerieren muss, wie stark sie ist und was sie alles kann und so weiter, sondern es ist vielleicht teilweise auch also nicht verstummte, aber eine stille Verkörperung einer Autorität in Bezug auf sich selber und das eigene Leben und die Art und Weise, wie du etwas siehst und wie du handelst. Du handelst aus eigenem bewussten Antrieb und suchst nicht eine andere mütterliche Autorität. Das kann passieren, dass wir, wenn es um die Mutterwunde geht, viel getrieben sind, uns irgendwelche Figuren außerhalb unserer selbst zu suchen, die uns diesen Schutz geben, die uns Trost geben. Und daran ist auch gar nichts verkehrt. Aber es kann sich in eine Spirale schrauben, in der wir vermeiden und auch verpassen, kennenzulernen, dass wir diese Kraft in uns selber angelegt haben. Und ich weiß, das klingt komisch und vielleicht kennst du das aber, es ist möglich, das in sich zu finden, vielleicht durch äußere Inspiration, vielleicht durch irgendetwas also durch irgendeine Kraft, die auch vielleicht ein bisschen über das menschliche Vermögen hinausgeht, also eine höhere Kraft, eine vielleicht göttliche Kraft, wie auch immer du das für dich betrachtest oder siehst und spürst. Aber der Weg im Außen, eine solche mütterliche Kraft oder Autorität zu finden, kann verhindern, dass wir diesen Keim in uns selber aufgehen lassen, der dieses Vermögen hat. Also jeder Mensch hat tatsächlich, das glaube ich, einen mütterlichen Archetyp in sich, eine mütterliche Kraft in sich, die auch dann da ist, wenn man nicht selbst eine Mutter hatte, die das wirklich zustande gebracht hat, mit dieser Liebe sich auf einen zu richten, mit diesem Schutz sich auf einen zu richten. Mal gucken, ob das hier weiter in diese Richtung geht, aber ich habe den Eindruck, durch dieses Ausgeschlossensein, durch dieses Mutterseelen allein. Ein Mensch fühlt sich Mutterseelen allein durch etwas.
Ich höre auch irgendwie, es gibt etwas Grausames, es gibt eine Grausamkeit, die erlebt wurde oder die als das empfunden wurde. Aber exakt das, was einen rausmanövriert hat aus diesem Kampf darum, in anderen etwas zu sehen. Vielleicht auch eine Projektion auf andere, also wie positive Projektion, also nicht gute Projektion, sondern die in anderem etwas besser, also in einem anderen Menschen etwas zu sehen, was dieser Mensch eigentlich gar nicht so stark transportiert. Das kann sehr stark mit dieser Muttergeschichte zusammenhängen. Okay, hier ist jemand, der auch im Verteidigungsmodus gewesen oder ist im Verteidigungsmodus. Vielleicht hat sich auch jemand anders irgendwie gegen dich geschützt und verteidigt. Vielleicht kann auch sein, dass du dich mit einer mütterlichen Energie auf jemanden richten wolltest oder gerichtet hast. Vielleicht schwingt hier auch ein Hauch Helfersyndrom mit. Also das kann auch eine Form der Überkompensation sein, der eigentlich der seinen Kern, seine Wurzel eigentlich in einem Verlust hat, den man noch nicht verarbeitet hat. Also wie das Nicht-Eingelöst-Sein des Wunsches an eine Mutterfigur, beschützt zu sein, behütet zu sein, bestärkt zu sein, bejaht zu sein. Also bejaht ist was anderes als bestätigt. Bejaht ist in der Tiefe, das Wesen wird bejaht. Also Ja zu sagen zu der Existenz, zu dem Dasein, zu der Art, wie man ist. Und Bestätigung ist etwas, was in meiner Birne sich zumindest eher auf Äußerlichkeiten richtet. Aber das spielt jetzt nicht so die größte Rolle. Vielleicht hat sich wie ein Gruppensystem auch, also okay, das mit dem möglichen Helfersyndrom habe ich jetzt gesagt. Vielleicht hat sich eine Gruppe sozusagen, okay, das ist interessant oder das ist irgendwie auch krass. Vielleicht hast du eine mütterliche Energie, vielleicht hast du das. Also vielleicht hast du auch diese Stärke und du wolltest das anbieten. Du wolltest das Menschen anbieten oder einem Menschen anbieten. Und es könnte sein, dass hier verschiedene Ausprägungen der Mutterwunde aufeinandertreffen. Vielleicht hat sich hier ein Mensch dagegen verteidigt, weil es wie eine allergische Reaktion jetzt im übertragenen Sinne auf eine Bemutterung, auf eine Wärme sein könnte. Möglicherweise hat dieser Mensch das auch nur in etwas gesehen und du hast das gar nicht beabsichtigt. Wie auch immer ich habe den Eindruck, hier gibt es ganz viele Verdrehungen in den verschiedenen Wahrnehmungen der Situation und ganz viele Unterschiede. Und diese Situation wird von den Beteiligten oder wurde nicht klar gesehen und deswegen kam es da irgendwie zu so Abstoßungsreaktionen. Vielleicht bist du auch inzwischen von etwas abgestoßen. Der Turm verkehrt herum. Okay. Hier hat ein Mensch oder haben mehrere Menschen versucht zu vermeiden, dass eine innere Kapsel hochgeht. Dass etwas hochgeht wie, ja, die Mutterwunde, da ist oft viel Potenzial drin, da ist viel verdrängter Schmerz drin. Da ist unheimlich viel auch an Übertragenem drin, was über Generationen hinweg in uns halt irgendwie schwelt. Und wenn sich Menschen dort durch irgendwelche Situationen, die sie miteinander herstellen, in die Nähe dieser Wunde bringen, in die Nähe dieses inneren Bruchs, dieses inneren Risses bringen, dann kann es vorkommen, dass die Reaktionen sehr heftig sind oder dass Menschen merken, dass dieses Potenzial in ihnen aufsteigt, dass diese Intensität sich bemerkbar macht. Und das kann sehr häufig in Konflikten enden, das kann sehr häufig in Überreaktionen enden. Also es ist mit der allergischen Reaktion, also nehmen das als Bild jetzt, ist es gar nicht so ein schlechtes Bild vielleicht, weil wir eine überschießende Immunreaktion haben auf etwas, das eigentlich kein Gift ist, also das eigentlich kein Stoff ist, der auf jeden Fall für den Menschen schädlich oder gefährlich ist, sondern es ist also Allergien hat man, glaube ich, auch noch nicht komplett verstanden, wie das funktioniert, aber es gibt eine extreme Reaktion auf etwas, das von außen kommt. Und diese extreme Reaktion sorgt für Abstand, die sorgt dafür, dass Leute irgendwie Abstand erzeugen.
Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen Abstand erzeugen. Manche Menschen gehen tatsächlich einfach auf Distanz und halten sich im Kontakt zurück oder beenden den Kontakt oder schränken ihn ein oder werden oberflächlicher im Kontakt, also schaffen irgendwie Distanz innerhalb dessen, lassen aber noch den Kanal offen. Und dann gibt es Menschen, die sich so bedroht fühlen, dass sie vielleicht auch die Schattenseite der 3 der Kelche, dass sie Auswege suchen in der Zerstreuung, in der Ablenkung. Das kann auch in manchen Fällen die Ablenkung mit anderen Menschen, also wenn wir eine Liebesgeschichte beispielsweise haben oder eine romantische Geschichte, kann es sein, dass Menschen vielleicht genau aus dieser überschießenden Abwehrreaktion, upsala, gegen Nähe, die Oberflächlichkeit anderswo aufsuchen. Und das Problem ist, oder das, was schmerzhaft sein kann, anzuerkennen, was aber mit der Herrscherin und auch mit der Gerechtigkeit, da komme ich später noch drauf, die soll ich jetzt nicht, okay. Es kann sehr schwer sein zu akzeptieren, wenn ein Mensch sich aus einer Nähe, die so echt sein kann, dass sie bedrohlich sich anfühlt, flüchtet in andere Geschichten. Aber es ist etwas, das, wenn du in dieser einsichtsvollen Position bist und mit anderen Dingen, die dich bereichern, verbunden bleibst und mit dir selber, der oder die du dich selbst bereicherst, verbunden bleibst, ist es leichter möglich zu akzeptieren, dass man dagegen nichts machen kann. Man kann einen Menschen nicht aufhalten, wenn er sich wohin flüchtet. Das ist häufig auch etwas, was Menschen nicht so richtig bewusst entscheiden. Und es ist unheimlich kränkend, es ist unheimlich schmerzhaft, wenn das passiert. Und das ist etwas, was manchmal oder oft erstmal schwer nachvollziehbar ist. Und es ist auch wichtig, dass es schwer nachvollziehbar ist, weil das Gefühl sich, also ungerecht, okay, ich habe hier auch, also dieses, vielleicht ist die Sprache, also vielleicht ist hier wirklich auch ein Zerbrechen an einer Situation passiert. Vielleicht fehlen einem die Worte für etwas. Ich war eben noch bei diesen Faden sollte ich noch weitergehen. Es ist wichtig, selbst wenn einem das passiert, dass ein Mensch, weiß ich nicht, zum Beispiel fremd geht oder irgendwie einen hintergeht, einen betrügt, eine Verbindung verrät auf irgendeine Weise oder boykottiert, sabotiert. Boykottiert ist ein bisschen hart, aber ist jetzt rausgekommen als Wort. Vielleicht hat es für dich eine andere Bedeutung. Vielleicht ein Mensch, der boykottiert wird. Okay. Das wäre dann mehr Richtung Gruppe, vermute ich. Das als Schmerz zu empfinden, wenn einem das geschieht, ist eine auch wichtige Reaktion, weil es auch, wenn dir das passiert, dich auf Abstand bringt zu dieser Situation. Die Kunst besteht darin, und das ist eigentlich die eigentliche Heilung, einen Weg zu finden, nach und nach diesen Schmerz selbst mütterlich zu behüten, diese Wunde, die einem zugefügt wurde, in einer mütterlichen Weise zu umsorgen. Das ist die einzige Möglichkeit, sich auch von dieser Situation schließlich abzulösen. Dafür gibt es meiner Erfahrung nach gibt es dafür keine Shortcuts. Also es gibt keine schnellen Wege raus, mit denen man das irgendwie schnell weghaben kann. Das ist so ein bisschen auch vielleicht die Diskussion um Vergebung. Aber mir wird ein bisschen warm jetzt gerade, ehrlich gesagt. Zieh ich das mal aus. Okay. Die Geschichte um Vergebung ist nochmal ein eigenes Kapitel, aber es kann etwas sein, was uns den Weg zur Heilung verstellt, wenn wir es zu schnell herbeiführen wollen. Es kann aber auch etwas sein, was für eine Phase auch
erstmal etwas lindert und uns dabei hilft, also wie viele andere Dinge eben dabei hilft, sich irgendwie weiter zu bewegen. Das ist etwas, was man ganz behutsam, denke ich, anfassen sollte und damit umgehen lernen kann. Aber auf irgendeine Weise scheint sich hier etwas auszugleichen. In erster Linie vielleicht in dir, dass du auch, vielleicht hast du viel Heilungsarbeit gemacht, vielleicht hast du viele Dinge versucht und hast damit auch Sachen in Bewegung gebracht, die sich auch teilweise dann abspielen, wenn du gar nichts mehr machst. Also vielleicht ist dir das auch vertraut. Dieser eigentliche Shift, diese eigentliche Verschiebung, wo man dann sagen kann, ah, okay, hier ist irgendwas geheilt, der findet oft dann statt, wenn wir nicht mehr ackern dafür. Aber dass wir vorher geackert haben, ist wichtig dafür, dass das passieren kann. Also Heilungswege sind nicht linear. Das sind Felder, in denen wir auch nicht alles mitkriegen und sehen können. Ein bisschen wie ein Beet, ein bisschen wie ein Feld, wo wir auch nicht alles mitkriegen, was sich unter der Erde abspielt. Und dennoch sind da Mikroorganismen oder Tiere oder Wurzeln und alles Mögliche passiert, damit eine Pflanze wachsen kann. Und das Wachsen und das Verbinden, dass Dinge wieder miteinander sprechen können in dir und du mit anderen Menschen vielleicht wieder etwas vertrauensvoller in Situationen reingehen kannst, sobald du das möchtest. Da sind viele Dinge, die sich auch in unserem Unbewussten abspielen, die auch ganz von alleine funktionieren, wie auch vieles im Traum, durch den Traum, im Schlaf heilt. Und auch Albträume können, so sehr sie uns erschrecken, eigentlich ein gutes Zeichen sein, weil sich etwas in eine Figur verwandelt, was vorher ein ganz diffuses Gefühl war. Also den Träumen können wir viel zutrauen, die machen auch ganz viel Arbeit für uns. So, wir haben hier die 7 der Kelche umgedreht, da ist auch für dich ein Raum zugegangen möglicherweise oder ein Raum hat sich aufgelöst, in dem du Möglichkeiten gesehen hast, aber sie standen auf Sand oder sie waren in den Wolken. Ein Wolkenschloss. Und hier haben wir auf dieser Seite von der Gerechtigkeit, ach, das ist besprochen, okay, von der Gerechtigkeit und der Herrscherin. Gender und Geschlecht ist egal, also Herrscherin heißt einfach nur dieser Modus. Wir haben den Stern und die 8 der Kelche. Also hier ist eine große Ausrichtung, eine große, eine tiefe Heilung möglich oder hat sich bereits vollzogen. Geht vielleicht einfach auch weiter, aber du stellst fest, okay, hier haben wir einen Etappensieg oder hier haben wir irgendetwas, was wirklich passiert ist. Also da hat sich was entwickelt, da ist was gewachsen. Du bist gewachsen und kannst auch manche Dinge unbeschwert wieder aufnehmen und kannst dich in größere Gefilde, in freiere Gefilde, in schöne, freundliche Gefilde begeben, weil du in der Lage bist, auch deine eigene Höhle zu besuchen, deinen eigenen Schatten zu besuchen und dich nicht zufrieden zu geben mit Angeboten, mit Dingen, die du für dich aufgestellt hast, also gerade auf emotionaler Ebene haben wir es hier, wir haben hier mit dem Wasser auch zu tun, sondern du möchtest das Wasser in Bewegung halten. Das ist auch ein Heilungssignal. Also dieses nicht nur das Wasser schützen, was in den Kelchen ist, also nicht nur irgendwie die ganze Zeit die Energie zusammenhalten, was manchmal auch wichtig sein kann, sondern auch sagen, ich will mehr, ich will, dass sich das bewegen kann, ich will diese Kapazitäten entwickeln, auch Bewegungen mitzunehmen und mitzugehen und zu erzeugen. Das ist eine Vitalität und Lebendigkeit, die bei dem Emotionalen wieder entsteht. Und wir haben den Ritter der Kelche, sich eben auch genau damit auf den Weg zu machen, unterwegs zu sein, zu etwas hinzugehen, die Fließbewegungen zu verstehen, nachzuvollziehen und mitzugehen. Also dein Herz führt dich hier auch in neue Situationen. Haben wir dazu noch etwas mehr? Ich bekomme hier vielleicht noch eine Karte, habe ich gerade gehört. Und ich soll aber... Nein, okay. Ich war jetzt ein bisschen schneller. Der Herrscher umgedreht. Jetzt haben wir die Herrscherin also normal richtig, also richtig rum. Und den Herrscher auf dem Kopf. Vielleicht wurdest du hier von etwas beherrscht. Und das könnte sein, dass es wie eine etwas verdrehte Form des Väterlichen. Also möglicherweise ein Kompensat. Könnte auch das Kompensat des anderen sein oder etwas, wo ihr euch spiegelt, wo sich etwas spiegelt in dieser Situation. Die Beherrschung, das übermäßige Beherrschtsein könnte eine Rolle spielen. Ich bekomme jetzt mehr beim anderen.
Und das ist auch noch vielleicht eine wichtige Sache, eine wichtige Dynamik, die ich hiermit ansprechen soll. Es gibt Menschen, die bleiben beherrscht, die bleiben kontrolliert, indem sie die eigenen Gefühle, die sie wegdrängen, auf die anderen schieben, zu dem anderen, vielleicht zu dir hinschieben. Vielleicht machst du das auch und dann ist es wichtig, das zu reflektieren. Aber es ist wie, stell dir das vor wie ein Rohrsystem. Der eine möchte nicht, dass sein Wasser hochkocht und das, was da alles so mit enthalten ist in der psychischen Kanalisation, die wir halt alle haben. Und drückt das runter. Wir haben auch oft dieses Bild vom Wasserball, das irgendwie vielen Menschen aufkommt, insbesondere mir. Irgendwann kam dieses Bild von, jemand drückt diesen Wasserball runter und je mehr er den runterdrückt, desto mehr steigt der Druck, dass das Ding hochfliegt und explodiert. Aber es gibt Menschen, die kriegen das irgendwie hin, das richtig zu den anderen rüberzudrücken und das schießt dann beim anderen hoch. Und es könnte sein, dass in dir Gefühle auch hochkommen, die tatsächlich eigentlich nicht mit deinen eigenen Wunden zu tun haben oder dass jemand in dir wie so einen Ausbruch ausgelöst hat. Das könnte etwas sein, das dich stört und das du nicht mehr zulassen möchtest und dass du wie mit der Herrscherin zurückweist und auf seinen Platz verweist und dem anderen zurückgibst. Das kann sehr wichtig sein, darauf zu achten, ob etwas dein eigenes ist oder du das Gefühl hast, jemand versucht in dir etwas auszulösen, damit er es nicht selber spüren muss. Es kann aber auch sein, dass dir das an manchen Stellen sogar geholfen hat. Also dass dieser Druck, der zu dir rübergeschoben wurde, dieser Gefühlsdruck, in dir auch eine Düse freigesetzt hat und damit hast du einen Vorteil daraus ziehen können, dass etwas auf dich übertragen wurde, weil du noch mehr Kapazitäten gelernt hast aufzubringen, weil du noch mehr Spannweite hast, weil du noch mehr Emotionen in dir zirkulieren lassen konntest. Also irgendwas in diese Richtung. Du hast das Potenzial genutzt, was jemand anders dir bereitwillig halt irgendwie geschenkt hat und rübergeschoben hat, weil er es halt nicht halten konnte. Und für dich ist es aber wichtig, mütterlich darauf zu achten, dass du dich da auch nicht überforderst und gleichzeitig dich herausforderst, sofern du das willst und kannst. Und Wachstum, wie gesagt, muss nicht linear sein. Was du gestern hingekriegt hast, muss am nächsten Tag nicht genauso wieder oder in erweiterter Form passieren. Das kann passieren, aber wir haben es hier nicht mit Logiken zu tun, wie wir sie anderswo vielleicht im Ökonomischen oder sowas finden, sondern das sind andere Formen der Bewegung. Das sind andere Formen der Vertiefung, des Wachstums. Das ist was ganz Dynamisches. Du heilst, dein System verändert sich. Du kannst andere Sachen greifen, manche hingegen wieder nicht. Also es kann sein, dass du für manche Sachen gar nicht mehr so eine hohe Toleranzschwelle hast, wie du das früher hattest. Und das kann ein gutes Zeichen sein. Es kann auch ein gutes Zeichen sein, selbst eine Abwehr zu empfinden, vielleicht einen Ekel sogar zu empfinden vor etwas, weil das zeigt, dass du an dieser Stelle mehr deine Grenzen erkennst. Und das wäre dann interessant zu unterscheiden, also genau zu gucken, ist das eine Form von Abwehr, die dich einschränkt, oder ist das eine Form von Abwehr, mit der du dich von etwas abstoßen kannst, was dir wirklich nicht dient, was wirklich nicht gut für dich ist und dir nicht gut tut. Heilung ist spannend. Also Heilung ist total ist ein ganz wildes, freies Feld und gleichzeitig gibt es da beschreibbare Phänomene und Dynamiken und wir können da alle voneinander lernen und von uns selbst lernen. Es ist höchst individuell und gleichzeitig gibt es viele Dinge, wo wir uns in den Wegen anderer auch wiederfinden können und da Inspiration hernehmen können. Und damit beende ich dieses Reading für jetzt. Ich hoffe, es hat jemandem geholfen und wünsche euch alles Gute. Und ja, jetzt sich noch was umgedreht. Die Hohepriesterin auf dem Kopf. Okay, ein Schweigen endet. Du beendest ein Schweigen. Etwas in dir hört auf zu schweigen, meldet sich. Oder du fängst an zu reden. Und zwar aus deiner Intuition, aus deiner vertieften Wahrnehmung für das, was in dir wahr klingt. Okay. So, jetzt haben wir's. Okay, bis dann und ciao.